Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Selmas Recipes. Das heutige Video widme ich meiner treuen Zuschauerin T. Tatle und Songül Kocak, die sich beide Haselnussmakronen gewünscht haben. Die Haselnussmakronen bereite ich ähnlich wie die vor kurzem gezeigten Kokosmakronen mit einer abgerösteten Masse und ohne Oblaten zu. Als erstes trenne ich 2 mittelgroße Eier. In diesem Fall wiegen die Eiweiße 77 Gramm. Die Eigelbe friere ich entweder ein oder bewahre sie für das nächste Plätzchenrezept im Kühlschrank auf. Für 2 Eiweiße nehme ich etwa 90 Gramm Haselnüsse. Wenn ihr die Nüsse wie hier selbst mahlt, dann achtet darauf, dass ihr keine verfärbten und ranzigen Nüsse verwendet, denn die schmecken wirklich ganz fürchterlich. Wer möchte, kann natürlich auch fertig gemahlene Haselnüsse verwenden. Die gemahlenen Haselnüsse gebe ich dann schon mal in eine Pfanne, füge 125 Gramm Zucker, die 2 Eiweiße, ein Päckchen Vanillinzucker und eine Messerspitze Zimt hinzu und mische die Zutaten gründlich durch. Die Makronenmasse muss jetzt auf etwa 70 Grad erwärmt werden. Wenn ihr einen Thermometer habt, ist das natürlich sehr hilfreich, aber es geht natürlich auch ganz ohne Thermometer, wenn ihr die Masse bei möglichst niedriger Hitze unter ständigem Rühren so lange erwärmt, bis sich der Zucker vollständig auflöst und die Masse deutlich andickt. Wenn ihr noch keine Erfahrung mit dem Abrösten einer Makronenmasse habt, dann könnt ihr es auch erst einmal nur mit einem Eiweiß ausprobieren. Wichtig ist, dass die Masse zu keinem Zeitpunkt aufkocht und sich beim Anfassen nicht zu heiß anfühlt. Je nach Mahlgrad der Nüsse und der Größe der Eiweiße kann es jetzt sein, dass die Makronenmasse noch zu weich ist, um beim Aufspritzen die Form zu behalten. Wenn das bei euch der Fall ist, dann lasst die Makronenmasse einfach weiter abkühlen, sie wird noch ganz von selbst fester. Zum Aufspritzen der Haselnussmakronen nehme ich eine große Sterntülle. Wenn ihr keine große Sterntülle habt, könnt ihr entweder nur den Spritzbeutel verwenden oder die Masse mit Hilfe von 2 Löffeln formen. Auf die Makronen lege ich jetzt noch jeweils eine Haselnuss und dann können sie auch schon gebacken werden. Damit die Makronen außen knusprig und innen schön saftig werden, backe ich sie bei 180 Grad Umluft. Je nach Backofen dauert es ungefähr 10 Minuten, bis die Oberfläche leicht gebräunt ist.
Da die Makronen gleich nach dem Backen noch zu weich sind, lasse ich sie auf dem Backblech abkühlen und noch etwas nachbacken. Direkt nach dem Abkühlen sind die Makronen innen noch sehr weich und feucht, aber sie werden mit der Zeit noch etwas fester. Wer möchte, kann die Unterseite der Haselnussmakronen noch in Schokolade tauchen. Ich nehme hierfür eine dunkle Kuchenglasur. Wenn ihr die Makronen nicht sofort wegnascht, dann könnt ihr sie in gut verschließbaren Dosen etwa 2 Wochen aufbewahren. Und jetzt zeige ich euch noch ein paar Ideen, wie ihr diese hübschen Plätzchen verpacken könnt, wenn ihr sie euren Familien, guten Freunden, lieben Nachbarn oder Kollegen verschenken wollt. Diese Nussknackerdose und das kleine Tablett habe ich bei Action gefunden. Ähnliche Gebäckdosen und weitere Verpackungsideen findet ihr auch auf meiner Amazon-Seite. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Weitere leckere Plätzchenrezepte findet ihr, wenn ihr rechts auf die eingeblendete Playlist klickt. Wenn euch meine Rezepte gefallen, dann abonniert meinen Kanal und aktiviert auch das Glöckchen, um kein Rezept mehr zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!